Hallo liebe Stagelight App Community. Lange musstet ihr drauf warten, doch nun ist es endlich soweit. Stagelight Version 3 ist ab sofort verfügbar. Yay, Stimmung, Konfetti! Hier in diesem Video will ich nicht auf alle Details eingehen, dafür wird es separate Tutorials geben. Heute will ich euch diese 3 Highlights kurz vorstellen. Und wir fangen an mit Highlight 1, die Queue-Listen ersetzen die bisherigen Queues. Und wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Das Erzeugen der Queues in einer Queue-Liste funktioniert genauso wie vorher in der Version 2. Ich klicke den Queue Record Button und fange an, meine Queue einzustellen. Hier zum Beispiel. Und speichere das als erste Queue in einer Queue-Liste ab. Also mit dem Klicken auf diesen Plus-Button wird eine Queue-Liste angelegt und da drin die erste Queue. So. Wenn ich die dann aktiviere, alles so, wie wir das bereits kennen. Ich klicke den Queue Record Button ein zweites Mal und nehme jetzt die zweite Queue auf. Und jetzt halte ich den Button so lange geklickt, bis er leicht zu wackeln anfängt, und jetzt kommt dieses Menü und ich kann mich jetzt entscheiden, will ich die erste Queue überschreiben oder will ich eine zweite Queue hinzufügen. Ich entscheide mich für die zweite Variante, Queue hinzufügen. Und wenn wir jetzt in die Einstellung gehen, sehen wir 2 Queues in der Liste und ich kann diese auch bearbeiten, ich kann ihnen einen Namen vergeben oder ich kann sie umorientieren, so wie ich möchte. Das zweite Highlight ist der Sequencer. In dem Sequencer werden die Queues der Reihe nach abgespielt und das ist der Default-Modus in einer Queue-Liste, wenn mehr als eine Queue darin enthalten sind. Und das sehen wir hier. Wir aktivieren die Queue-Liste und wir sehen hier, wie die verschiedenen Queues abgespielt werden. Man kann das bearbeiten und kann die Crossfading-Zeit und die Triggerzeit verändern oder wir schalten um auf Go-Funktionalität. Jetzt wird es nicht mehr per Zeit gesteuert und ich kann jetzt zum Beispiel über ein MIDI-Keyboard die von einer Queue zur nächsten Queue springen. Das dritte Highlight ist der Chaser. Auch hier werden die Queues der Reihe nach abgespielt. Die Steuerung basiert aber auf Beats per Minute, also BPM. Dafür habe ich jetzt noch eine neue Queue-Liste erstellt. Diese werde ich jetzt umstellen von Sequenz auf Chaser. Und jetzt bewegt sich das Licht passend zur Musik. Ich kann die Geschwindigkeit hier anpassen über dieses Tape Control. Das kann ich genauso auch hier im Mixer machen. Ich kann auch noch sagen, dass ich ein Crossfading haben möchte. So. Und wenn ich Ableton Link aktiviere in Stagelight, dann wird meine Geschwindigkeit automatisch angepasst zur Musik. Jetzt seid ihr dran. Probiert das neue Release. Gern schreibt mir eure Erfahrung in die Kommentare. Ich freue mich auf euer Feedback. Wenn ihr die erwähnten Tutorials nicht verpassen wollt, empfehle ich euch, den Kanal zu abonnieren. Über Likes, Bewertungen im App Store oder das Teilen von euren Projekten mit Stagelight würde ich mich natürlich sehr freuen.
Also, bis zum nächsten Mal, euer Marco von StageLight.